Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und plötzlich brennen beide Triebwerke. Die Kabine füllt sich mit Rauch, die Sauerstoffmasken fallen von der Decke und die Panik bricht aus. Der Pilot greift zum Mikrofon und sagt: Leute, keine Panik! Wir haben zwar ein kleines Problem mit diesem Flugzeug, aber die gute Nachricht ist, ich habe einen Bauplan für ein brandneues, experimentelles Flugzeug dabei. Wir müssen nur während des Absturzes aussteigen, die Einzelteile im freien Fall zusammensetzen und dann im neuen Flieger sicher landen. Du würdest den Typen für komplett wahnsinnig erklären, oder? Du würdest rufen: Lösch verdammt nochmal das Feuer in diesem Flugzeug, anstatt von einem neuen zu träumen. Aber genau das, meine Freunde, exakt diese absurde Logik ist unser aktueller Masterplan für die Zukunft der Menschheit. Tech-Milliardäre wie Elon Musk, gefeierte Visionäre und halbe Regierungen verkaufen uns den Mars als unser ultimatives Backup, den Planeten B. Die Festplatte, auf die wir die Menschheit kopieren, falls wir die Erde komplett gegen die Wand fahren. Klimawandel, Atomkrieg, Asteroideneinschlag, egal was passiert, wir chillen einfach auf dem Mars. Klingt wie ein geiler Sci-Fi-Film, aber in der Realität ist es der größte PR-Scam der modernen Wissenschaftsgeschichte. Um diesen Scam zu entlarven, brauchen wir keine krassen Computersimulationen und keine elitären Fachbegriffe. Wir brauchen nur die Denkweise eines Mannes, Richard Feynman. Feynman war nicht nur ein Nobelpreisträger und einer der brillantesten Physiker des 20. Jahrhunderts, er war vor allem ein absoluter Meister darin, Bullshit zu erkennen. Er hasste es, wenn Leute sich hinter komplizierten Formeln versteckten, um Dinge klüger klingen zu lassen, als sie waren. Berühmt wurde er, als er nach der Explosion der Challenger-Raumfähre in einer Live-Anhörung einfach ein Stück Gummi in ein Glas Eiswasser tauchte. Damit bewies er der ganzen Welt, dass die Dichtungsringe der Rakete bei Kälte spröde werden. Keine Tafel voller Formeln, nur ein Glas Eiswasser und pure Logik. Feynman hat immer gesagt, die Natur lässt sich nicht verarschen. PR und Marketing interessieren die Physik nicht. Wenn etwas nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, egal wie cool die PowerPoint-Präsentation dazu aussieht. Heute wenden wir exakt diese Methode auf die Mars-Kolonisation an. Wir ziehen dem ganzen Hype die Maske ab. Ohne Formeln, ohne Fachchinesisch, nur mit gnadenlosem, blankem Menschenverstand. Wir schauen uns die nackte Realität an. Und ich verspreche dir, wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, wirst du nie wieder auf diesen Wir ziehen auf den Mars-Hype hereinfallen. Du wirst verstehen, warum selbst eine Erde, die gerade einen globalen Atomkrieg hinter sich hat, immer noch ein paradiesischer Urlaubsort im Vergleich zum besten Tag auf dem Mars ist. Schnallt euch an, holt euch was zu trinken, das wird ein extrem tiefer und wilder Trip in die ungemütliche Realität. Lass uns ganz simpel anfangen. Mit dem absoluten Basic-Bedürfnis Nummer 1, noch vor WLAN und Kaffee, atmen. Wir Menschen sind unfassbar verwöhnt von unserer Erde. Wir haben hier eine dicke, kuschelige Atmosphäre. Stell dir diese Atmosphäre wie eine fette, schwere Daunendecke vor, die nicht nur die Wärme drinnen hält, sondern auch mit exakt dem richtigen Cocktail aus Gasen gefüllt ist, den unsere Lungen brauchen. Auf dem Mars? Da gibt es keine Daunendecke. Auf dem Mars gibt es ein altes, mottenzerfressenes Fischernetz. Die Atmosphäre dort ist so unglaublich dünn, dass sie nur etwa 1% der Dichte unserer Erdatmosphäre hat. Um dir das greifbar zu machen, stell dir vor, du stehst auf dem Gipfel des Mount Everest. Die Leute, die da hochklettern, brauchen Sauerstoffflaschen, weil die Luft so dünn ist, dass sie sonst sterben würden. Der Druck auf dem Everest ist ungefähr 1/3 vom Druck auf Meereshöhe. Auf dem Mars bist du nicht auf dem Everest. Auf dem Mars bist du 3-mal so hoch wie der Everest, in einer Todeszone, die alles übersteigt, was auf der Erde existiert. Und das ist erst der Anfang des Problems, selbst wenn du mit diesem nicht vorhandenen Druck klarkommen würdest. Was du nicht kannst, weil dein Blut bei diesem niedrigen Druck buchstäblich anfangen würde zu kochen, gibt es dort nichts, was du atmen könntest. Die Luft auf dem Mars besteht zu 95% aus Kohlendioxid. Das ist das Zeug, das wir ausatmen. Das ist das Zeug, an dem du in einem geschlossenen Raum erstickst. Feynman hätte uns ein geniales Gedankenexperiment gegeben. Versuch mal, dir eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen, einen Strohhalm in den Mund zu nehmen, den Strohhalm mit feinem Sand zu verstopfen und dann einen Marathon zu laufen, während du unter Wasser bist. So ungefähr fühlt sich Atmen auf dem Mars an. Es ist physikalisch unmöglich. Aber warte, höre ich die Mars-Fanboys in den Kommentaren tippen. Wir haben doch Maschinen! Wir bauen künstliche Habitate! Wir produzieren den Sauerstoff einfach selbst! Okay, cool. Lass uns diesen Gedanken durchspielen. Du lebst also in einer Kuppel.
Jeder einzelne Atemzug, den du tust, jede Bewegung deiner Lungen hängt von einer Maschine ab. Maschinen gehen kaputt, Filter verstopfen, Strom fällt aus. Auf der Erde machst du einfach das Fenster auf, wenn die Klimaanlage ausfällt. Auf dem Mars bist du tot. Und zwar nicht in ein paar Tagen, sondern in wenigen Minuten. Ein winziger Riss in der Wand deiner Kuppel, ein defektes Ventil und der extrem niedrige Außendruck saugt dir buchstäblich die Luft aus den Lungen. Du bist ein Gefangener. Du lebst in einem Hightech-Gefängnis, das dich jede Sekunde umbringen will. Es gibt keinen Spaziergang im Wald, keine frische Brise, keinen tiefen Atemzug nach einem Sommerregen. Dein gesamtes Überleben ist ausgelagert an mechanische Systeme, die Millionen Kilometer von jedem Ersatzteil oder Mechaniker entfernt sind. Das ist kein Plan B für die Menschheit. Das ist eine permanente, absolute Geiselnahme durch die Technologie. Wir wollen die Menschheit retten, indem wir sie in die extremste Abhängigkeit begeben, die man sich vorstellen kann. Aber okay, spielen wir das Spiel weiter. Nehmen wir an, wir haben magische Maschinen, die niemals kaputt gehen. Du hockst in deiner Kuppel, atmest deinen synthetischen Sauerstoff und denkst dir, geht doch! Dann kommt der unsichtbare Killer. Das Problem, über das Elon Musk auf seinen Präsentationen erstaunlich selten im Detail spricht. Die radioaktive Strahlung. Um das zu verstehen, müssen wir wieder auf unsere geliebte Erde schauen. Unsere Erde ist nicht einfach nur ein Stein im All. Tief in ihrem Inneren dreht sich ein gigantischer Dynamo aus flüssigem Eisen. Dieser Dynamo erzeugt das Erdmagnetfeld. Das ist wie ein unsichtbares kosmisches Schutzschild der Stufe 100. Ohne dieses Schild würde die tödliche Strahlung der Sonne und die kosmische Hintergrundstrahlung aus dem tiefen Weltall alles Leben hier in kürzester Zeit rösten. Wir sind sicher, weil unsere Erde lebt. Der Mars ist tot. Sein Kern ist vor Milliarden von Jahren ausgekühlt und erstarrt. Er hat kein globales Magnetfeld mehr. Nix. Null. Das bedeutet, dass die volle, unbarmherzige Breitseite der Weltraumstrahlung direkt auf die Marsoberfläche prallt. Es gibt dort keinen Schutz. Feynman würde dich an dieser Stelle wahrscheinlich fragen, sag mal, würdest du dich eigentlich freiwillig jeden Tag für mehrere Stunden in einen eingeschalteten Röntgenscanner legen? Einfach so zum Spaß? Wenn du nicht völlig verrückt bist, lautet die Antwort nein. Aber genau das machst du auf dem Mars. Jeder Ausflug an die Oberfläche, jeder Versuch, etwas zu erkunden, badet deine Zellen in radioaktiver Strahlung, die deine DNA zerschreddert. Und jetzt kommt die Lösung der Tech-Bros. Ja, dann bauen wir unsere Basen eben unterirdisch. Wir buddeln uns ein. Merkst du was? Wir geben hunderte Milliarden, vielleicht Billionen von Dollar aus. Wir entwickeln die krassesten Raketen der Menschheitsgeschichte. Wir fliegen monatelang durch das eiskalte, tödliche Vakuum des Weltraums. Und warum? Um dann auf einem roten, toten Felsbrocken anzukommen und uns sofort wie verängstigte Maulwürfe in Höhlen unter die Erde zu graben. Du wirst nie wieder den echten Himmel sehen. Wenn du rausschaust, dann nur durch zentimeterdickes, bleiverglastes Panzerglas. Die psychologischen Auswirkungen? Katastrophal. Wir Menschen sind für Sonnenlicht, Weite und Natur gemacht. Stecke eine Gruppe von Menschen für 10 Jahre in einen unterirdischen Bunker ohne echten Himmel, in ständiger Lebensgefahr und schau, was mit ihrer Psyche passiert. Es wäre ein psychologisches Blutbad. Der Mars ist kein idyllischer Rückzugsort, er ist eine Isolationshaft unter den extremsten Bedingungen des Sonnensystems. Und es wird noch krasser. Gehen wir einen Schritt weiter nach unten, buchstäblich auf den Boden der Tatsachen. Wenn wir an Erde denken, dann denken wir an Mutter Natur, an nährstoffreichen Humus, in dem wir Tomaten anbauen, an dem wir unsere Hände dreckig machen können. Wir denken an Leben. Der Marsboden ist nicht einfach nur trockener, toter Sand. Er ist eine Waffe. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Marsboden vollgestopft ist mit sogenannten Perchloraten. Für alle ohne Chemiestudium, das sind hochtoxische Salze. Zeug, das in Raketentreibstoff und Sprengstoff verwendet wird. Es ist extrem giftig für den menschlichen Körper. Es zerstört deine Schilddrüse, fickt deinen Stoffwechsel und greift dein Nervensystem an. Erinnerst du dich an die Apollo-Missionen zum Mond? Die Astronauten hatten ein riesiges Problem mit dem Mondstaub. Der war wie winzige, rasiermesserscharfe Glassplitter, der sich überall festgesetzt hat. Er kam in die Anzüge, in die Kapsel, die Astronauten haben ihn eingeatmet und den sogenannten Mondheuschnupfen bekommen. Auf dem Mars hast du genau dieses Staubproblem, aber multipliziert mit 1000 und der Staub ist pures Gift. Wenn du auf dem Mars durch eine Luftschleuse in dein Habitat gehst, wird dieser ultrafeine, giftige Staub an deinem Anzug kleben. Er wird in die Luftschleuse kommen. Er wird in deine Atemluft gelangen. Du kommst ihm nicht aus. Feynman würde sagen,
Stell dir vor, du baust dein Haus mitten auf einer illegalen Müllhalde für toxische Chemieabfälle. Und dann zerkleinerst du diesen Chemieabfall zu feinem Puder und bläst ihn durch deine Klimaanlage. Das ist die Realität der Marslandwirtschaft. Matt Damon in Der Marsianer, wie er Kartoffeln in Marsdreck anbaut. Pures Hollywood-Märchen. In der Realität wären diese Kartoffeln so giftig, dass du nach einer Portion auf der Intensivstation liegst, wenn es denn eine gäbe. Und dann ist da noch der unsichtbare Feind, gegen den wir absolut nichts tun können, die Schwerkraft. Der Mars ist kleiner als die Erde. Seine Anziehungskraft beträgt nur etwa 38% von der, die wir hier haben. Wenn du 100 Kilo auf der Erde wiegst, wiegst du auf dem Mars nur noch 38 Kilo. Das klingt im ersten Moment nach einem lustigen Trampolinpark. Du könntest meterhoch springen, schwere Kisten heben wie Superman. Geil, oder? Nein. Absolute Katastrophe. Unser menschlicher Körper ist das Ergebnis von Millionen Jahren Evolution, perfekt abgestimmt auf genau 1G, die Erdanziehungskraft. Unser Knochen, unsere Muskeln, unser Herz-Kreislauf-System, sogar unsere Augen. Alles braucht diesen permanenten Widerstand der Erde, um richtig zu funktionieren. Was passiert, wenn du diesen Widerstand wegnimmst? Der Körper denkt sich, oh, ich brauche diese starken Knochen und Muskeln gar nicht mehr. Das kostet nur unnötige Energie. Und fängt an, sich selbst abzubauen. Astronauten auf der ISS müssen jeden Tag 2 Stunden hart trainieren, nur um nicht komplett zu verkümmern. Und das bei Missionen von nur 6 Monaten. Auf dem Mars bist du für immer. Deine Knochen würden porös werden wie ein alter, trockener Schwamm. Deine Muskeln würden schwinden. Dein Herz würde schwächer werden, weil es das Blut nicht mehr so hart nach oben pumpen muss. Wenn wir jemals eine Kolonie auf dem Mars hätten und dort Menschen geboren würden, diese Marskinder könnten niemals, unter gar keinen Umständen, die Erde besuchen. Wenn sie auf unserem Planeten landen würden, würde die Schwerkraft sie buchstäblich erdrücken. Ihre schwachen Knochen würden unter dem eigenen Körpergewicht brechen. Sie wären biologische Gefangene. Eine neue Spezies, eingesperrt auf einem giftigen, toten Planeten. Jetzt kommt natürlich der ultimative Joker, den die Elon Musks dieser Welt gerne aus dem Ärmel ziehen. Terraforming! Wir verändern den Planeten einfach! Wir machen den Mars zu einer zweiten Erde. Wir schießen Atombomben auf die Eispolkappen, schmelzen das CO2, erzeugen einen Treibhauseffekt, pflanzen Bäume und boom. Mars 2.0, grün und saftig. Das ist die mit Abstand größte Sci-Fi-Fantasie von allen. Und hier würde Richard Feynman richtig laut anfangen zu lachen. Denn hier können wir einfache, banale Mathematik ohne Formeln anwenden. Thermodynamik für Anfänger. Erstens, um eine Atmosphäre zu erschaffen, die auch nur ansatzweise dick genug ist, damit wir ohne Druckanzug herumlaufen können, brauchst du gewaltige Mengen an Gasen. Richtig gewaltige Mengen. Das kleine, dreckige Geheimnis der Mars-Kolonisatoren? Der Mars hat diese Gase gar nicht. Selbst wenn wir jedes einzelne verdammte Gramm Kohlendioxid, das im Gestein und im Eis des Mars gefangen ist, magisch freisetzen würden, und dafür bräuchten wir Energie im Ausmaß von 10.000 Atombomben, würden wir den atmosphärischen Druck nur auf lächerliche 7% der Erde anheben. Es reicht einfach nicht. Du kannst nicht zaubern. Wie Feynman sagen würde, du kannst aus einer kleinen, ausgetrockneten Zitrone keine 10 Liter frischen Saft pressen, egal wie fest du drückst. Das Material ist schlicht und ergreifend nicht da. Zweitens, erinnerst du dich an das fehlende Magnetfeld, über das wir vorhin gesprochen haben? Selbst wenn wir wie durch ein Wunder eine dicke Atmosphäre auf dem Mars erschaffen könnten, was würde passieren? Der Sonnenwind. Ein konstanter Strom aus hochenergetischen Partikeln von der Sonne würde diese neue Atmosphäre ungeschützt treffen. Er würde die Gasmoleküle langsam, aber sicher einfach wieder ins All hinauspusten. Genau so hat der Mars seine ursprüngliche Atmosphäre vor Milliarden von Jahren verloren. Terraforming auf dem Mars zu versuchen, ist wie der Versuch, eine Badewanne zu füllen, bei der der Stöpsel fehlt, während man mit einer winzigen Wasserpistole schießt. Es ist physikalischer Wahnsinn. Und selbst wenn wir es könnten, würde es Jahrtausende, wenn nicht Millionen von Jahren dauern. Das ist kein Backup-Plan für unsere aktuellen Krisen. Das ist ein Märchen, das wir uns erzählen, damit wir besser schlafen können. Warum also? Warum krallen wir uns so verzweifelt an diesen Traum vom Mars? Warum hypen wir diesen roten Wüstenplaneten, als wäre er unsere Rettung? Feynman hat einen Satz geprägt, der hier perfekt passt. Das erste Prinzip ist, dass du dich nicht selbst verarschen darfst. Und du selbst bist am leichtesten zu verarschen. Wir verarschen uns gerade kollektiv selbst. Wir klammern uns an die Mars-Fantasie, weil die Realität auf der Erde verdammt ungemütlich geworden ist. Wir sehen Klimawandel, wir sehen schmelzende Gletscher, wir sehen brennende Wälder, Mikroplastik im Blut,
Kriege und Ressourcenknappheit. Das macht Angst. Und anstatt uns dieser Angst zu stellen und die harte, dreckige Arbeit zu machen, um unser eigenes Haus aufzuräumen, ist es viel bequemer, von einem magischen Neustart auf einem anderen Planeten zu träumen. Der Mars ist Eskapismus in seiner reinsten Form, eine Fluchtfantasie für Milliardäre. Aber hier ist die ungeschminkte Wahrheit, der Realitätscheck, der wehtut, aber notwendig ist. Selbst eine völlig zerstörte Erde ist noch 1.000.000 Mal lebensfreundlicher als der Mars. Denk mal darüber nach. Selbst wenn der schlimmste Albtraum des Klimawandels wahr wird, selbst wenn die Meeresspiegel um 5 Meter steigen und alle Küstenstädte überflutet sind, selbst wenn ein globaler Atomkrieg ausbricht und die halbe Erde in Schutt und Asche liegt, selbst dann haben wir hier immer noch eine funktionierende Schwerkraft, die unsere Knochen nicht zerstört. Wir haben immer noch ein Magnetfeld, das uns vor kosmischer Strahlung schützt. Wir haben immer noch eine dicke Atmosphäre. Wir haben riesige Ozeane voller Wasser. Ja, die Luft mag verschmutzt sein, das Wasser mag dreckig sein, aber verdammt, es ist den Mars terraformen zu wollen, einen komplett toten, giftigen Stein im Weltall zum Leben erwecken zu wollen, ist exponentiell schwieriger, teurer und unwahrscheinlicher, als die kaputtesten Ökosysteme der Erde zu reparieren. Wenn wir ernsthaft glauben, wir hätten die Technologie, die Energie und die Genialität, um auf dem Mars eine zweite Biosphäre aus dem Nichts zu erschaffen. Digga, dann haben wir erst recht die Technologie, um Kohlenstoff aus unserer eigenen Atmosphäre zu filtern. Dann haben wir erst recht die Macht, unsere Wüsten wieder zu begrünen und unsere Ozeane zu säubern. Es ist so absurd. Wir wollen ein brennendes Haus verlassen, um ein neues Haus aus Asche auf dem Grund eines Vulkans zu bauen, anstatt einfach das verdammte Feuerzeug wegzulegen. Richard Feynman würde uns genau das sagen. Guckt auf die Fakten, nicht auf das Marketing. Lasst euch nicht von schicken Raketenstarts und großen Versprechungen blenden. Der Mars ist ein fantastischer Ort für die Wissenschaft. Wir sollten Sonden hinschicken, wir sollten Rover dort herumfahren lassen, wir sollten ihn erforschen, um das Universum besser zu verstehen. Aber er ist kein Zuhause. Er wird niemals unser Backup-Planet sein. Es gibt keinen Plan B, weil es keinen Planeten B gibt. Wir sitzen alle zusammen auf diesem zerbrechlichen, wunderschönen blauen Punkt im dunklen Nichts des Alls. Es ist das Einzige, was wir haben. Wir müssen aufhören, in die Sterne zu schauen, um vor unseren Problemen davonzulaufen. Wir müssen den Kopf senken, die Ärmel hochkrempeln und unsere eigene, wunderschöne Erde retten. Das ist die einzige Mission, die wirklich zählt. So, das war ein tiefer Einblick in die Feynman-Realität. Wenn euch dieses Video zum Nachdenken gebracht hat, dann zerstört den Like-Button für den Algorithmus, abonniert den Kanal und bleibt immer neugierig. Lasst euch keinen Bullshit erzählen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!